Werden gefilmt. Nein. Wie der Tagesablauf ist, da würde ich vorschlagen, fange ich mal an, weil ich fange auch den Tagesablauf an. Weil ich wache nämlich auf, wenn der Wecker klingelt und trete ihn aus dem Bett. Das dauert immer so eine halbe Stunde. Wach auf jetzt. Du bist nass, mein Selbstbräuner. Ah. Steh auf. Ja, du bist braun, steh auf jetzt. Ja, was ich machen kann. Ich bin so faul, irgendwas zu machen. Deshalb mache ich nichts. Ich zieh's jetzt einfach durch bis angekommen. Junge, nein. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Macht das mit Absicht? Ich schwöre dir. Du kleines. Das ist mit Absicht gemacht. Ah! Steh auf jetzt! Mach dein scheiß Bad! Nee! Ah! Fuck mich nicht ab! Digga! Übertreib doch nicht! Steh auf! Ach du Hund! Ja, Selbstbräuner ist weg. Steh auf! Komm! Kann man's sehen? Das verdient. Ekelhaft! Ja, gleich gehen wir los. Wir haben 6 Uhr morgens. Ich will schlafen. Ja. When the sun goes down and the night breathes in like a lion on the prowl, ready for the kill. Like an ocean beside you, your soul underwater, never regret. Rise up against sands of the flame. Don't let nobody tell you it's only a game. Hands in fist, don't let 'em win. When you fall down, you'll rise up and rise up again. Ooh. 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 Ich bin gerade aufgewacht nach 2,5, 3 Stunden Schlaf, weil wieder Selbstbräuner Einsprüh-Action um, weiß ich nicht wie viel Uhr war, Alter, um 2 Uhr morgens dann auf die Idee, ist man dann auf die Idee gekommen, ey Digga, ich muss dich noch einsprühen. Oder du musst mich noch einsprühen. Dann sprühst du ein und dann wird getrocknet erstmal und bla bla und dann bist du pennen und dann kommt der eine und fängt an, dir irgendwelche Handyvideos zu zeigen. Bis 3:40 Uhr. Boah. Ja. Aber Bock habe ich immer. Auch so wie Scheiße zu reden, sonst denken die Leute noch, wir machen nur Scheiße. Du machst auch nur Scheiße. Ich bin der Einzige, der das ernst nimmt hier. Wir müssen richtig. Dann seid viel ihr auch machen früher fertig oder nicht? Nee. Nee, sind wir leider nicht. Frühstück immer vor den Matches, vor den Shows. Tasche packen. Meine nicht. Meine heute Ja, Frühstück schon. Frühstück, Ja. ja. Frühstück. Frühstück, Schlaf, alles. Gesponsert bei Mama Ahu. Dann ist er 2 Stunden duschen, weil er sich die Beine rasieren muss. Und dann wird gefrühstückt und dann geht's los.
ab ins Auto und ja, dahin, wo wir hin müssen halt, ne? Ja, man kommt halt an, nimmt seine Sachen und dann schaut man sich die Halle an, begrüßt alle Leute, das ist ganz wichtig. Du gehst in eine Halle und da sind 50 Leute. Du gibst jedem die Hand. Und wenn du einen erst 2 Stunden, nachdem du da bist, das erste Mal siehst, du gibst ihm trotzdem die Hand und begrüßt diese Person, ob du sie kennst oder nicht. Also, es gibt viele, die das auch nicht machen, aber für uns ist Respekt in der Umkleidekabine ganz wichtig. Ansonsten guckt man, wo man helfen kann, bis die Türe öffnen. So. Und dann geht auch schon die Show los. Also Wrestler von damals zu heute, wenn man vergleicht, ist ein wahnsinniger Unterschied. Ich möchte nicht sagen, dass heute Wrestler nicht mehr respektvoll sind. Also ich sag mal, der Respekt war früher ganz anders, der Zusammenhalt war ganz anders. Wenn ich es mit Fußball vergleiche, wenn früher in den Fußballverein gekommen sind, dann war das ein Zusammenhalt. Die Leute haben Karten zusammengespielt, die waren im Sportheim bis nachts um 3 gesessen. Und die Wrestler auch, das war eine verschworene Truppe. Es ist heute hier teilweise auch so, weil man teilweise zusammenreist. Aber danach ist es vorbei, weil früher waren nahezu alles Freunde oder teilweise Feinde. Ne? Also es gab kein Zwischendrin, dass halt jemand sagt, ja, das ist nur ein Kollege, sondern das war wie eine Familie und es war auf höchste Disziplin in Rangordnungen aus. Also du hattest früher, der am längsten dabei war, hat das Sagen gehabt. Heute ist das wesentlich abgeschwächter. Es ist nicht mehr dieses krasse, ja, du machst was, also musst du deiner Tat Folge leisten und etwas tun oder du steigst in der Hierarchie ab. Ja? Nee, das gibt's einfach nicht, weil das alles sehr sanfter in der ganzen Sache. Das ist so der grundlegende Unterschied. Das Business ist doch mittlerweile schon ziemlich zivilisiert. Also es gab Zeiten, als ich da angefangen habe, da war das ganz anders gewesen. Also da ist man da sehr, sehr duckmäuserisch durch den Backstage-Bereich gelaufen, hat lieber die Klappe gehalten, weil ein Veteran hat gesagt und dann war das halt auch so gewesen. Also da ist das alles ein bisschen lockerer. Ja. Die Wrestling-Szene in Deutschland im internationalen Vergleich ist mega, mega spannend. Deutschland hatte, und das wissen viele nicht, eine riesig große Catch-Szene. Also Catchen war das deutsche Wort für Wrestling. Nach dem Zweiten Weltkrieg, dann in den 60er, 70er, 80er Jahren, die gab es quasi eine Turniercompany, die von Juni bis Dezember durchveranstaltet, immer an denselben Orten. Das ist ein Riesenbestandteil der europäischen und weltweiten Wrestling-Szene gewesen. Und dann so Mitte der 90er kamen WCW und WWF ganz, ganz stark im Fernsehen, hat angefangen, ganz, ganz viel hier zu touren, als in Amerika das Geschäft schlechter wurde, durch den Steroidskandal, durch die wirtschaftlichen Nachwirkungen davon. Und dann gab es plötzlich 60 verschiedene Veranstaltungen von WCW und WWF in einem Jahr, 94. Und das war eine wahnsinnige Auswirkung auf das biederere, sportivere deutsche Wrestling oder europäische Wrestling. Und diese Szene war tot, als ich eingestiegen bin. 99, 2000 gab es nichts. Es gab den einen oder anderen einzelnen Veranstalter, der man versucht hat, mit den Überbleibseln der Catch-Wrestling-Szene zu veranstalten. Und es gab ganz, ganz viele Jugendgruppen, die sich mal so gekleidet haben, wie man sich einen Wrestler oder einen Wrestling-Fan vorstellt, die dann angefangen mit der Fantasienamen Shows ohne richtige Ringe und ohne Wissen zu machen. Und von damals bis heute ist wahnsinnig viel passiert. Inzwischen ist Deutschland einer der guten Märkte auf der Welt, während in den meisten guten Märkten wie in Mexiko oder wie in Japan lange Zeit, dass das Geschäft rückläufig war, sind wir in Deutschland gewachsen. Man weiß halt nicht, wie die Entwicklung weitergeht. Aber im Moment ist es so, dass Wrestling immer populärer wird. Und ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, wie halt die Wrestling-Ligen in Deutschland agieren und wie das Produkt sich verkauft. So, und ich glaube, wenn du halt Nachwuchstalente hast, die es wirklich wollen, die wirklich vom Wrestling leben wollen und wirklich da ihr Herz reinstecken, dann wird Wrestling auch erfolgreich sein.
und sich weiterentwickeln. Also für mich hat sich das Verständnis von Wrestling in Deutschland einfach in den letzten Jahren so verbessert. Und mittlerweile sind halt wirklich Leute am Werk, die auch verstehen, was sie tun. Von daher sehe ich persönlich jetzt keinen Grund, warum es nicht vorangehen sollte. Ich habe das Gefühl, es wird immer extremer. Also wenn du beim einen Promoter antrittst, heißt es, dann darfst du aber da nicht antreten. Und ich finde sowas schade. Ich meine, wir sind alles Independent Wrestler schlussendlich. Und jeder möchte halt sein Geld verdienen. Ich meine, reich werden wir eh nicht. Ich finde, die Frage von Kooperation und Nicht-Kooperation ist eine schwierige. Zum einen, die eine oder andere Liga oder die eine oder andere Person, der eine oder andere Wrestler steht im wirtschaftlichen Verhältnis miteinander. Man hat einen Konkurrenzkampf. Wenn zwei Ligen derselben Stadt veranstalten, dann ist es selten so, dass es beiden gut geht. Wenn jetzt sowas ist wie am Wochenende fällt ein Wrestler aus, dann ruft man sich gegenseitig an und sagt, habt ihr noch jemanden da? Habt ihr gerade einen Tourstay da? Als Kooperation gibt es ganz, ganz viel im ganz kleinen Sinn und ganz, ganz viele auch, die nirgendwo real angekündigt werden und die irgendwo im Mittelpunkt gestellt werden, sondern es ist eine vernünftige Zusammenarbeit wie in den meisten Branchen. Ich denke, da muss man ein bisschen distanzierter rangehen, als das oft gerne getan wird. Was soll man da sagen? Das ist ein Ort, wo sich verschiedene Leute treffen aus verschiedenen Orten und eigentlich alle dasselbe wollen. Und ich finde das sehr interessant, wie da verschiedene Charaktere, Persönlichkeiten aufeinandertreffen, alle mit demselben Ziel und eigentlich Spaß haben wollen. Und ich sage jetzt mal, meiner Erfahrung nach kommt das auch immer sehr gut. Die Leute kommen gut miteinander aus, wir haben Spaß zusammen und ich würde das so beschreiben. Ein Ort, wo man das Wochenende gerne verbringt. Lauter verrückte Leute, die das Gleiche lieben, die gleiche Leidenschaft für das eine heben, nämlich das Wrestling, die zusammenkommen und sagen, okay, wir bringen jetzt eine mega geile Show auf die Bühne. Wir reißen jetzt die Leute von den Stühlen, wir zeigen alles, wir geben alles. Das Aufbauen vorher machen wir zusammen, das Aufbauen danach machen wir zusammen. Wir haben einfach eine geile Zeit im Ring. Ich glaube, das beschreibt ganz geil die deutsche Wrestling-Szene. Es ist eine Ansammlung von Narzissten in einem Lockerroom. Alles Selbstdarsteller. Natürlich. So muss man aber auch ein bisschen sein. Also es ist nicht jeder, aber jeder ein bisschen. Und je größer der Narzisst, desto größer das Potenzial, aneinander zu ecken. Und jetzt sitzen 3 Narzissten in einem Auto für 12 Stunden. Das erklärt sich von selber, dass da früher oder später irgendwelche Diskussionen entstehen. In einem Lockerroom für den ganzen Tag. Ne? Die Wrestling-Welt ist einfach eine Welt der Bastarde. Das Besondere am Wrestling ist ja, dass du ein Roster hast aus ganz vielen verschiedenen Charakteren. Und das, was du in den Pool zusammenschmeißt, da kommt was bei raus, was nur die Leute sehen können, die heute Geld bezahlt haben und ein Ticket haben und in der Halle sind. Du hast halt mit Wrestling, in meinen Augen, den fairsten Sport, den es gibt. Du hast für jeden was. Du hast da den Dicken, du hast da den Dünnen, du hast da den 50-Jährigen, du hast da den 20-Jährigen. Du hast da den Highflyer, du hast das Powerhouse, du hast den Assi, du hast den Schönling, du hast ganz viele verschiedene Charaktere, die irgendeinen im Publikum ansprechen. Und jeder kann seinen eigenen Favoriten haben.
Und das Publikum beeinflusst sogar noch den Kampf dazu. Und das gibt es wirklich nur beim Wrestling. Viele sind halt auch wirklich sehr kritisch dem gegenüber, die sagen, ja, das tut doch gar nicht weh, das ist doch nicht echt, das ist doch alles nur Show, was ihr macht, das ist doch eh alles abgesprochen und sowas. Ja, dass Wrestling ein Showkampf ist, das weiß man heutzutage. Ich sag, Wrestling ist eine absolute Unterhaltungssportart. So würde ich das bezeichnen. Und so bin ich muss niemandem verkaufen, dass Wrestling pure, echter Sport ist. Weil wenn ich Freitag, Samstag, Sonntag eins auf die Schnauze bekomme und keinen blauen Fleck danach habe, dann glaubt mir eh niemand. Aber Wrestling ist unglaublich hart und das unterschätzen die Leute teilweise. Wir können was andere nicht tun. Und wir sind viel vielschichtiger, als die meisten eigentlich sehen. Ja, teilweise müssen wir körperlich trainieren, das heißt, nämlich manche die Bodybuilding, Fitnesstraining, je nachdem, welchen Charakter die machen. Ja, die müssen selber charismatisch sein, die müssen reden können, die müssen teilweise schauspielern können, die brauchen eine Akrobatik im Körper und natürlich einen gewissen Sportanteil. Und das sind 5 Dinge, die brauchst du in fast keiner anderen Sportart. Aber wenn du mit Leuten teilweise draußen lebst, sagen es alle, ja, Wrestling ist fake. Ja, und das ist das Schwierige, Wrestling hier zu positionieren. Aber erzähl jemanden, der ins Kino geht, der Arnold Schwarzenegger, er tut auch nicht den E-Sender in die Luft sprengen. Ne? Aber die Leute sagen, geiler Film. Wrestling geht in erster Linie offen damit um, dass nicht alles real ist. Aber was ich dir sagen kann ist, Wrestling ist knallharter Sport. Eindeutig. So, ich habe Kampfsport-Background und ich kann dir sagen, Wrestling muss sich vor keiner Kampfsportart verstecken. Vor keiner. Ich habe mal dem Finanzamt erklären wollen, warum Wrestling-Tickets der ermäßigten Umsatzsteuer unterliegen sollten. Das ist nicht durchgekommen, ich schiebe das mal vor. Damals habe ich gesagt, Wrestling ist eine besonders kontaktorientierte und sportive Langspielform des Improvisationstheaters. Und das ist komplett richtig, das ist Wrestling. Es gibt eine ungefähre Guideline, wo man hin will und es obliegt den Darstellern, den Weg dahin zu finden. Sowohl in den Segmenten als auch im Ring. Und mancher Darsteller schreibt seine Sachen vorher auf und choreografiert seine Sachen durch, andere machen das eher aus der Lameng. Und es ist ein Theaterstück, es ist ein Live-Theaterstück, bei dem die Jungs immer wieder demonstrieren, dass das Geheimnis eines coolen Sturzes aus 2 Meter Höhe ein realer Sturz aus 2 Meter Höhe ist. Und das Geheimnis des klatschenden Schlages ist, irgendwo muss das real klatschen und real muss Haut auf Haut treffen. Das wird wehtun. Es ist das. Wrestling ist, um es leicht zu sagen, Wrestling ist eine Daily Soap für Männer. Wrestling ist eine Live-Action-Erfahrung für den Zuschauer und für den Wrestler. Wrestling ist sicherlich für ganz, ganz viele Leute darin eine Passion. Wenn Leute zu mir sagen oder mich darauf ansprechen, schlagt ihr euch richtig oder tut das überhaupt weh, tendiere ich immer dazu zu antworten, wir schlagen zu, aber auf sichere Stellen, wo keine Gefahr ist, dass Muskeln reißen, Knochen brechen können oder sonstiges. Also deswegen ist es so wichtig, dass man eine gute Grundausbildung in der Wrestling-Schule hat, damit man auch wirklich die Aktionen, Schläge, Slams, Fallübungen sicher ausführen kann. Wrestling ist für mich der geilste Sport der Welt, weil es einfach Athletik, Entertainment und Nahsein bei den Fans kombiniert. Bevor du irgendwas sagst, wir haben dann und dann eine Show, komm vorbei, mein Gott, von mir aus, bezahl auch nur die Hälfte, ich leg dir eine Karte zurück. Bezahl nur die Hälfte, guckst dir an und dann sag, ob das Mist ist oder ob du sagst, okay, tut mir leid, ich habe das unterschätzt, was ihr getan habt. Und da sind auch ein Haufen Leute dann tatsächlich schon gekommen, die dann auch gesagt haben, okay, wir kommen auch wieder. Ja? Selbst aus der eigenen Familie waren da Leute gewesen, die gesagt haben, ja, wir gucken es uns mal an, weil du es machst. Die haben dann aber gesagt, boah, hätten wir gar nicht gedacht, dass es doch so unterhaltsam für uns alle ist. Und ja, die sind dann auch immer wieder gekommen. Wrestling zieht Freaks an. Das betrifft die Zuschauer als auch uns Wrestler natürlich. Wir sind wahrscheinlich noch die viel größeren Freaks, weil wir uns die lustigen Sachen anziehen, die knappen Kostüme und so weiter und das darstellen wollen, was andere sehen wollen. Und ja, ich glaube, das umschreibt es ganz gut. Wrestling ist was für Menschen, die das Kontroverse oder das Ungewöhnliche lieben. Dass Leute über Wrestling lachen, das interessiert mich heutzutage gar nicht mal mehr so. Damals hat es mich echt noch, also vor ein paar Jahren hat es mich echt noch gestört. Aber heutzutage ist das ist halt, ja, weiß ich nicht. Also wenn man die Frage bekommt, du bist Wrestler? Also ich, ja, wie der Undertaker siehst du das nicht gerade aus. Das ist dann auch mein Gesichtsausdruck. Also das interessiert mich nicht. Das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass wenn Leute zu Shows kommen, die dem Wrestling gegenüber skeptisch sind, dann nach Hause gehen und sich sagen,
Das war jetzt aber cool. Das ist halt nur eine Unterhaltungsform in meinen Augen. Die Leute kommen rein, schalten aus, trinken was und lassen für 3 Stunden die Sau raus.